Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie hier auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Web Development. Nachdem ihr jetzt schon bei HTML relativ bzw. komplett fertig seid und bei CSS relativ weit seid, habe ich mir gedacht, können wir doch endlich mal mit PHP anfangen. PHP ist sozusagen die Möglichkeit, wie ihr auf Datenbanken zugreifen könnt und macht somit eure Webseite nicht nur so statisch, wie wir es bisher hatten, sondern richtig schön dynamisch. Das heißt, ihr könnt irgendwelchen Kram von eurem Server laden und dann eben anzeigen, je nachdem, was der User eingegeben hat und so weiter und so fort. Also zum Beispiel diese Forms auswerten könnt ihr mit PHP machen, ihr könnt die Cookies setzen, die ihr so habt. Und ja, genau aus diesen Gründen ist PHP ziemlich berühmt und weit verbreitet, da es auch überall läuft. Also wie wir hier sehen können, ich kann Sachen runterladen für Windows, für Linux, für Mac und dann gibt es noch Add-ons, aber die gehen wir vielleicht irgendwann mal durch, auf jeden Fall nicht jetzt. So, aber da habt ihr auch schon den größten Nachteil, wir brauchen schon wieder neue Software. Ich würde einfach mal euch empfehlen, ihr benutzt XAMPP. Zumindest jetzt für den Anfang ist es sehr praktisch, wenn ihr hier mal auf was ist inbegriffen, also hier unter apachefriends.org/de/download habt ihr so ziemlich alle Versionen, die man so runterladen kann, und ihr könnt hier einfach mal auf was ist inbegriffen gehen. Hier sehen wir, dass nicht nur eine Software in diesem Paket drin ist, sondern der Apache Server, dann eine Maria-Datenbank, dann nochmal PHP, also tatsächlich eine Version von dem, was wir eigentlich hier programmieren wollen, aber wir haben auch PHP-MyAdmin, wir haben OpenSSL, wir haben das Control Panel, wir haben, keine Ahnung, haufenweise Zeug. Und ja, hier würde ich euch dann erstmal empfehlen, euch die passende Version runterzuladen. Wir werden mit PHP 7 schon gleich anfangen. Es gibt ein paar coole Neuerungen in PHP 7 und es ist deutlich schneller als das 5er. Allerdings könnt ihr das meiste, was ihr in 5 machen wollt, auch in 7 machen und umgekehrt. Zumindest das meiste, wie gesagt. Deswegen, ihr könnt auch 5 benutzen, wenn ihr irgendwie daran gebunden seid oder sowas. Die Sachen werden sich nicht groß unterscheiden von dem, was wir hier machen. Und ja, ihr könnt dann einfach mal euch die 7er Version angucken, wie dies so alles funktioniert in dem Tutorial hier. Und wenn irgendwas in der 5er Version nicht funktioniert, dann könnt ihr speziell nach den Sachen googeln. Aber das dürfte, wie gesagt, echt sehr wenig sein. Das heißt, mit der 7er seid ihr eindeutig besser bedient, denn die neuen Sachen, die werden wohl wahrscheinlich alle in 7 laufen. Okay. So, fangen wir also direkt mal an. Ihr ladet euch hier eure Version runter und dann habt ihr so eine komische Datei hier. Ich habe das Ganze jetzt auf Linux. Auf Windows habt ihr hier einfach so eine normale Datei, die könnt ihr ausführen, Doppelklick drauf machen, fertig, die Installation einfach durchführen. Auf Linux ist das Ganze ein bisschen komplizierter, weil ihr natürlich Root-Rechte braucht, weil ihr irgendwas ausführen wollt. Deswegen gehen wir hier ins Terminal, natürlich in den richtigen Ordner und sagen sudo und wollen das Ganze hier ausführen. So. Und dann kommt so ein wunderschöner Installationsguide. Hier drüben öffnet sich es gerade, ihr seht es an der Seite, ich muss ein bisschen reinschieben. So, und dem einfach folgen, alles Ja und Amen drücken und am Ende habt ihr eine fertige Version davon. Ich brich das mal ab, natürlich habe ich schon installiert hier. Was ihr jetzt braucht, ist Folgendes, ihr müsst es irgendwie ja ausführen können. Denn was wir hier gerade im Prinzip machen, ist, wir setzen unseren eigenen Server auf. Also auf unserem PC, den wir hier gerade haben, setzen wir sozusagen einen Server auf. Und der Server, der muss natürlich laufen, sonst funktioniert hier überhaupt nichts. Das heißt, ihr müsst diesen Server jetzt erstmal starten. Jetzt habt ihr sozusagen die Sachen installiert, die ihr braucht, um einen Server aufzusetzen bzw. zu starten. Jetzt müsst ihr ihn auch noch starten. Okay, dazu brauchen wir in Linux mal wieder, also Windows hat diese wunderschöne GUI, einfach ins Menü gehen und öffnen. Und da habt ihr dann im Prinzip schon alles, was ihr braucht. Unter Linux hat man das nicht so unbedingt. Ihr habt 2 Möglichkeiten, ihr könnt das Ganze grafisch machen oder ihr könnt es so machen wie ich jetzt gerade, und deswegen, ja, wir machen einfach mal das hier. Funktioniert super. Also hier einfach sudo opt lamp und nochmal lamp und dann Start eingeben. Das startet den Server und mit Stopp könnt ihr das Ganze wieder stoppen. Das ist die Möglichkeit, wie ihr das Ganze über die Kommandozeile macht. Wie ihr seht, es startet sich nicht nur ein Server, sondern es startet sich dieser Apache-Server hier. Der MySQL-Server, das ist eure Datenbank. MySQL sollte vielleicht einigen von euch schon was sagen. Das ist sozusagen da, wo die ganzen Daten reinspeichern könnt. Und der ProFTPD-Server ist einfach ein File-Server sozusagen. Da könnt ihr dann mit FTP, also mit einem File-Transfer-Protokoll, Sachen, also Dateien, wirklich Dateien, nicht einzelne Textstücke, hochladen und wieder runterladen und so Sachen eben. Und Apache selber ist halt der normale Server. Okay. Jetzt haben wir ihn gerade wieder gestoppt, so soll es auch sein. Ich möchte euch nämlich noch zeigen, wie ihr das Ganze per GUI, also per Graphical User Interface, also schöne, hübsche Oberfläche, machen könnt. Deswegen haben wir hier aber
zwei Möglichkeiten, und zwar einmal GKSU, je nachdem auf welchem Linux-System ihr seid. Wie gesagt, unter Windows braucht ihr das alles nicht machen. GKSU, und das Ganze ist in Python geschrieben für die Leute, die Python können. Benutzt einfach mal eure Kenntnisse und lest euch vielleicht die Datei durch. Vielleicht lernt ihr ja dabei was, vielleicht auch nicht. Ist nicht so schlimm. Ihr könnt es auch einfach ausführen, dann funktioniert es super. Okay, genug gelabert. Wir gehen in den Ordner, also wir führen ein Python-Skript im Ordner opt lamp share xampp-control-panel /xampp-control-panel.py. So, wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, dann sollte sich das Teil starten. Und ihr habt gerade die Länge meines Passworts gesehen. Das ich sowieso ständig ändere. Okay, das hier ist das Control Panel. Hier oben habt ihr im Prinzip diese Startoption, die wir gerade über die Kommandozeile hier gemacht haben. Das führt im Prinzip genau dasselbe aus wie dieses sudo opt lamp lamp start. Ist dieser kleine Knopf hier. Hier könnt ihr allerdings auch auswählen, wenn ihr nur den Apache-Server haben wollt oder MySQL oder nur den FTP-Server, dann könnt ihr auch die einzelnen Dinger hier haben. Aber im Prinzip wollen wir sowieso immer alles und es schadet ja auch nichts, wenn wir hier alles haben. Okay, und jetzt steht hier Running, das heißt, es läuft alles. Die zweite Möglichkeit, wenn ihr eine andere Distribution von Linux habt, dann gebt ihr hier nicht GKSU, sondern KDE sudo ein. Einfach mal ausprobieren, was bei euch funktioniert, ist aber eigentlich kein Problem. Okay, super. Jetzt sollten die Windows- und die Linux-Menschen und die, keine Ahnung, Mac-Menschen, sollten wahrscheinlich jetzt auf ungefähr einem Level sein. Kleine Anmerkung hierzu noch, XAMPP wurde nicht dafür gestaltet, dass es wirklich für einen offenen Server genutzt werden kann. Dazu würde ich euch empfehlen, wirklich den Apache-Server runterzuladen, also die eigene Version davon. Oder ihr benutzt folgendes Kommando, ich beende das Ganze hier mal wieder. Ihr benutzt folgendes Kommando, und zwar sudo opt lamp lamp. Das ist einfach das, was ihr mit XAMPP starten wollt, und dann Security. Denn es ist am Anfang, so ein paar Sachen sind bei XAMPP nicht gesetzt. Zum Beispiel hat XAMPP kein Passwort gesetzt. Ich mache jetzt hier trotzdem mal ein Nein rein, denn wir wollen das ja weiterhin nur als Test verwenden hier. Also zum Entwickeln und alles. Aber wir haben hier noch ein paar andere Sachen. MySQL ist zum Beispiel übers Netzwerk, also wenn jetzt jemand anders noch in meinem Netzwerk ist, dann ist es auch erreichbar. Das wollt ihr natürlich bei einem öffentlichen Server auch nicht haben. PHP-MyAdmin bzw. MySQL, die Root-Passwörter sind auch nicht gesetzt hier. Deswegen, normalerweise setzt man die auch, aber machen wir jetzt hier auch nicht. Ach, das ist genau dasselbe. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht genau dasselbe, aber es gibt so ein paar Sachen, die eben nicht sicher sind bei XAMPP. Hier solltet ihr dann durchaus mal durchgehen, wenn ihr das wirklich öffentlich benutzen wollt. Ansonsten, wie gesagt, den Apache-Server direkt runterladen geht auch. Okay. Aber das reicht jetzt mehr oder weniger schon als Einführung für dieses XAMPP. Jetzt wollen wir natürlich mal unser erstes PHP-Skript starten. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal in diesen opt-lamp-Ordner hier, den ich euch schon die ganze Zeit gesagt habe. Also einfach rein navigieren. Unter Windows ist es ein bisschen was anderes. Da ist es normalerweise c:\xampp, wenn ihr es nicht irgendwie geändert habt. Und dort hat es einen Ordner namens htdocs. Das ist der hier. Und da müssen jetzt eure ganzen Dateien rein. Sozusagen, da ist euer Server und hier drin habt ihr jetzt alles, was ihr braucht. Wie kann ich jetzt hiervon eine Datei aufrufen, wenn ich die hier reinziehe? Warum kann ich das nicht einfach von jedem beliebigen Ordner machen? Ganz einfach, weil dieses XAMPP ein Server ist, müsst ihr das Ganze über Localhost aufrufen. Sozusagen, ihr habt jetzt schon eure eigene Website gehostet und hier einfach oben Localhost eingeben. Tut schon alles, was ihr braucht. Also localhost. Okay. Und hier habt ihr jetzt sozusagen die index.php-Datei aufgerufen, die allerdings wiederum auf den Dashboard-Ordner zugreift. Und ihr seht hier eine Webseite, die keine Ahnung was für euch macht. Hier habt ihr PHP-MyAdmin und so weiter und so fort. Das werden wir uns alles noch irgendwann mal angucken. Auf jeden Fall nicht jetzt. Jetzt wollen wir unsere eigene Seite starten. Also gehen wir hier in diesen htdocs-Ordner und legen uns zum Beispiel, achso, dürfen wir nicht, legen uns in Windows einfach einen neuen Ordner an und speichern uns die Dateien hier drin, die wir brauchen. In Linux ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Was wir hier brauchen, ich mache das hier mal weg, clear mit R. Wir brauchen einen neuen Ordner und wir haben absolut keine Berechtigung in diesem Ordner hier. Deswegen sagen wir sudo. Und dann erstellen wir uns einen neuen Ordner, mkdir, also mkdir, und dann nennen wir den zum Beispiel mysite. So, und jetzt sehen wir hier, haben wir einen neuen Ordner gekriegt. Sehen wir nicht, weil ich im falschen Terminal war. Hier wollte ich rein.
Also nochmal sudo make directory und hier my site zum Beispiel rein. Okay. So, da haben wir unseren Ordner. Jetzt wollen wir hier in diesen Ordner irgendwas reinschreiben. Das heißt, wir gehen erstmal in den Ordner MySite rein und wollen jetzt hier eine Datei erstellen. Dürfen wir hier auch nicht machen, weil wir absolut keine Berechtigung haben. Deswegen würde ich euch gerade mal kurz empfehlen, meine Linux-Tutorials. Aber ansonsten könnt ihr auch einfach meinem Guide hier folgen. Okay, wir erstellen uns eine neue Datei mit sudo touch und dann sagen wir, wie wollen wir sie nennen? Index. Und jetzt Achtung, die Endung ist auch für die Windows-User wichtig. Index.php, nicht mehr HTML, sondern PHP muss da jetzt rein. Und jetzt haben wir hier eine Datei und jetzt setzen wir uns einfach noch ein paar Rechte auf diese Datei, damit wir sie auch einfach editieren dürfen. So dürfen wir das nämlich nicht. Ich sage jetzt hier einfach mal knallhart 777, also alle Rechte und zwar für alle User. Und zwar für die Index.php-Datei. Sollte man normalerweise nicht machen, aber ich möchte jetzt diese Datei hier editieren können und ich möchte es ohne Probleme machen können. Und das darf ich jetzt. So, ich möchte sie nicht ausführen, sondern ich möchte sie eigentlich bloß anzeigen. 777 war vielleicht doch ein bisschen viel. Okay, das ist der falsche Editor, den benutzen wir erst ab nächstes Video. Das war gerade Bluefish. Wir benutzen aber einfach den Texteditor, den könnt ihr nämlich super benutzen, normalerweise. Und unter Windows könnt ihr auch Webmatrix weiter benutzen. Ihr könnt euch da aussuchen, was ihr benutzt. Aber im Prinzip geht es auch mit einem normalen Texteditor. Alles gar kein Problem. So, was wir jetzt hier wieder reinschreiben, ist folgendes. Wir sagen doctype, das, was wir bei HTML im Prinzip auch schon gemacht haben, doctype HTML und sagen hier HTML-Tag auf, Body auf, ups. Und dann sagen wir erstmal Body zu und HTML-Tag zu. Den Head-Tag lassen wir jetzt gerade mal komplett weg. Den brauchen wir nämlich eigentlich nicht. So, und jetzt machen wir Folgendes. Immer wenn wir PHP irgendwas machen wollen, dann schreiben wir hier eine eckige spitze Klammer auf und dann ein Fragezeichen. Dann kommt hier PHP rein und dann sagen wir hier drin zum Beispiel Echo. Das gibt uns einfach irgendwas aus. Das ist so, als würdet ihr einen Paragraphen erstellen. Hello World, wie wir es immer machen. So, und Achtung, jetzt brauchen wir hier hinten dran auch noch ein Semikolon. Und dann kommt wieder dieses komische Fragezeichen und die spitze Klammer zu. So, und was wir jetzt hier gemacht haben, ist, wir haben sozusagen einen Teil in unseren HTML-Text eingeschoben, der PHP ist. Aber die Endung muss trotzdem PHP sein. Okay, wenn wir das Ganze jetzt ausführen wollen, dann gehen wir hier wieder hin und sagen, nein, wir wollen diesmal nicht das Dashboard aufrufen, sondern wir wollen in den Ordner MySite im Localhost gehen und dann hinten dran die Index.php-Datei wollen wir ausführen. Und jetzt sehen wir hier, dass wir ein kleines, süßes Hello World sehen. Und das ist genau das, was wir sehen wollten. Jetzt haben wir sozusagen alles, was wir haben wollten, nämlich hier dieses Echo Hello World. Und innerhalb dieses PHP-Dingens kann man echt viel machen und das werde ich euch in den kommenden Videos zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, Daumen hoch und so weiter und so fort. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder sonst irgendwas habt, Kommentare auf Facebook, Google Plus oder Twitter oder auch einfach hier unten drunter unter dem Video, lese ich immer gerne. Okay, alles klar und beantworten natürlich. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.